Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lena und heute nehme ich euch mit auf eine kleine Reise. Eine Reise in die Vergangenheit, zu einem ganz besonderen Tag. Und ich bin Mai. Ich erinnere mich noch genau, wie alles angefangen hat. Es war ein sonniger Sonntagmorgen in Berlin, und ich wusste nicht, dass dieser Tag so viele neue Eindrücke und kleine Überraschungen für mich bereithalten würde. Es war dein allererster Flohmarkt, Mai. Und ich hatte das Gefühl, als würde ich mit dir eine ganz neue Welt entdecken, obwohl ich selbst schon oft dort war. Heute wollen wir euch mitnehmen in unsere Erinnerungen an einen Tag voller Farben, Stimmen, Gerüche und Begegnungen. Ich war gerade erst ein paar Monate in Berlin. Die Stadt war für mich noch fremd und aufregend zugleich. Ich ging zur Sprachschule, aber ich wollte mehr. Ich wollte das echte Leben kennenlernen, nicht nur aus Büchern. Und dann kam deine Nachricht, Lena. Ich hatte an diesem Wochenende nichts Besonderes vor. Als ich an dich dachte, kam mir plötzlich der Gedanke, warum nicht zusammen auf einen Flohmarkt gehen? Ich habe dir geschrieben, hast du Lust, am Sonntag zum Mauerpark-Flohmarkt zu gehen? Es lohnt sich. Ich hatte das Wort Flohmarkt schon gehört. Aber ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Ich dachte an Secondhand-Sachen, vielleicht alte Bücher oder Klamotten. Aber du hast gesagt, das ist viel mehr als das, es ist ein Erlebnis. Also habe ich ja gesagt. Und du hast gefragt, ob man sich dafür vorbereiten muss. Ich musste lachen. Ich sagte, bring einfach gute Laune, bequeme Schuhe und Bargeld in kleinen Scheinen mit. Dann bist du bereit. Ich war nervös. Ich stand früh auf, habe mir mein liebstes Outfit angezogen, ein bisschen schick, aber trotzdem bequem. In meinen Rucksack habe ich eine Stofftasche, meine Wasserflasche, ein kleines Notizbuch und ein paar Euros gepackt. Ich wollte unbedingt ein paar neue Wörter lernen. Ich war schon ein bisschen stolz. Du hast dich richtig vorbereitet. Ich holte mir noch einen Kaffee beim Späti und wartete auf dich an der U-Bahn-Station Eberswalder Straße. Du kamst pünktlich, mit diesem neugierigen Blick und einem breiten Lächeln. Ich erinnere mich, wie du mir zugewunken hast. Du hattest diesen Strohhut auf, du hast gesagt, das sei dein Flohmarkthut. Ich fand das total charmant. Und dann ging's los, wir liefen Richtung Mauerpark. Die Straßen waren schon voll. Familien mit Kindern, junge Paare, ältere Leute mit Fahrrädern. Überall hörte man Musik. Straßenkünstler spielten Gitarre, ein Akkordeonspieler stand an der Ecke. Es roch nach Crepes und Kaffee. Ich war total überwältigt. So viele Menschen, so viele Eindrücke. Ich erinnere mich, wie ich sagte, ist das immer so voll, und du hast gelacht, ja, das ist Berlin am Sonntag. Wir unterhielten uns über Märkte in deiner Heimat. Du hast erzählt, wie laut, bunt und lebendig vietnamesische Märkte sind. Und ich sagte, dann wirst du dich hier wie zu Hause fühlen. Und dann kamen wir endlich an. Ich blieb kurz stehen, einfach nur um zu schauen. Vor mir lagen Dutzende von Ständen, alle unterschiedlich. Ein Stand hatte alte Kameras, einer bot bunte Seidentücher an. Ein anderer hatte Kisten voller Schallplatten. Deine Augen wurden immer größer. Du bist von einem Stand zum nächsten gelaufen, hast alles bestaunt. Ich habe dich einfach machen lassen. Das war dein Moment. Ich habe zum ersten Mal darf ich das anfassen, auf Deutsch gesagt. Und die Verkäuferin hat gelächelt und gesagt, klar, schau dich ruhig um. Ich fühlte mich willkommen. Dann kam der Moment mit der Jacke. Diese bunte Vintagejacke. Du hast sie gesehen, angezogen und sofort gestrahlt. Ich wollte sie unbedingt haben, aber sie kostete 20 Euro. Ich war unsicher, ob ich handeln soll. Du hast mir Mut gemacht. Ich sagte, würden Sie sie für 15 Euro abgeben, und sie hat genickt. Was ich am Flohmarkt liebe, jedes Objekt hat eine Geschichte.
Und oft erzählen dir die VerkäufersternInnen auch davon, wie der Mann mit dem Buch stand. Ich war einfach neugierig. Ich blätterte in den Büchern, und plötzlich, ich konnte es kaum glauben, fand ich ein vietnamesisches Buch. Es war alt, abgenutzt, aber genau das machte es besonders. Ich fragte den Verkäufer, woher haben Sie das? Und er sagte, ich war vor vielen Jahren in Hanoi. Du hast geglänzt vor Freude. Er schenkte dir das Buch fast für 2 Euro. Er sagte, schön, dass es wieder nach Hause findet. Ich habe mich wirklich gerührt gefühlt. Ich war so weit von meiner Heimat entfernt, und doch fühlte ich mich in diesem Moment ganz nah. Nach 2 Stunden brauchten wir eine Pause. Wir kauften uns Falafel und setzten uns auf die Wiese im Mauerpark. Um uns herum saßen Leute, Kinder spielten. Ein Mann ließ riesige Seifenblasen fliegen. Es war so friedlich. Ich habe meine Schuhe ausgezogen, mich ins Gras gelegt und einfach nur geschaut. Ich fühlte mich frei und irgendwie verbunden mit der Stadt. Wir haben über Sprache gesprochen. Du hast mir gesagt, dass du viele neue Wörter aufgeschrieben hast. Handeln, Stofftasche, reduzieren. Ich war beeindruckt. Nach der Pause sind wir nochmal losgezogen. Ich habe ein kleines handgemachtes Armband gekauft, grün, meine Lieblingsfarbe. Die Frau am Stand hat mir erzählt, sie mache jedes Stück selbst. Wir sprachen über Farben und Schmuck, alles auf Deutsch. Ich habe ein altes Vinyl gefunden, Nina Simone. Es war ein echtes Schnäppchen. Und du hast gesagt, jetzt verstehe ich, warum du Flohmärkte so liebst. Ich glaube, ich habe mich an diesem Tag auch ein bisschen in Berlin verliebt. Wir gingen langsam zurück. Deine Tasche war voll, mein Rucksack auch. Wir waren müde, aber glücklich. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast. Das war mehr als ein Markt. Das war wie eine kleine Reise. Und das war es wirklich. Ich habe Dinge gesehen, die ich nie erwartet hätte. Ich habe mit Menschen gesprochen, gelächelt, gelernt. Und ich habe mich ein Stück mehr zu Hause gefühlt. Flohmärkte sind mehr als Orte zum Einkaufen. Sie sind Orte, an denen man Geschichten findet. Manchmal in Form eines alten Buchs. Manchmal in einem Lächeln, manchmal in einem Moment der Stille im Park. Ich danke dir, Lena. Für diesen Tag, für deine Geduld. Für dein offenes Herz. Ich werde ihn nie vergessen. Danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich hoffe, wir machen bald wieder so einen Ausflug. Vielleicht nehme ich dich das nächste Mal mit auf einen vietnamesischen Markt hier in Berlin. Haha. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat und du Lust hast, noch mehr Geschichten aus dem Alltag in Deutschland zu hören, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst. Lass gerne ein Like da oder teile die Folge mit FreundsternInnen, die auch Deutsch lernen oder sich einfach für das Leben hier interessieren. Wenn du Feedback hast oder Themenvorschläge für zukünftige Folgen, schreib mir gerne. Ich freue mich über jede Nachricht. Und jetzt, danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.